Ich bin Paul Bau und habe ein Unternehmen zusammen mit meinem Vater, das heißt Interaktive Medien GbR. Und was wir machen, sind Medien, also interaktive Medien für den Bildungsbereich und für den klassischen Medienbereich. Also Bildung durch Unterhaltung und durch das Aufzeigen von den filmischen Stärken mit Emotionen. Und wir machen eben im Kern diese interaktiven Filme und entwickeln Lernanwendungen, mobile und stationäre. Und ich bin eben als Dozent für Medienkompetenz noch tätig. Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal für Zeitgeschichte, das fällt da praktisch auch mit drunter, mit Zeitzeugen. Und es geht um Wissensmanagement, es geht um Edutainment und wir verbieten da praktisch verschiedene Leistungen und Produkte an. So. Das ist letztes Jahr entstanden über die BKK. Lebensstift hat halt nach Trainings zum Thema Medienkompetenz und Digitalisierung gesucht im Kontext von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch für die Kinder und Jugendlichen. Dann haben wir hier letztes Jahr für die Fachkräfte hier was zum Thema Digitalisierung und Medienkompetenz gemacht und und von da aus, weil das scheinbar alles ganz gut war, bin ich dann hier mit den Kindern und Jugendlichen gestartet. Das war dieses Jahr im Sommer, gemixt, also Kinder und Jugendliche. Und wie lief das ab? Also wir haben uns getroffen, kennengelernt und dann versuche ich halt immer das Filmhandwerk zu vermitteln, also die grundlegende Theorie und daran dann Praxis anzuschließen. Also wir haben uns mal damit auseinandergesetzt, wie macht man ein ordentliches Selfie, was ist eine Perspektive, was ist der Horizont, wie setzt man das ein, und das haben wir dann alles gebündelt in einer Art Storyboard-Geschichte, also mit mehreren Einstellungen haben wir so eine kleine Geschichte erzählt. Das knüpft praktisch daran an, wobei das noch ein bisschen mehr auch in die Richtung geht, also Nutzungskompetenz, also dass man auch hinterfragt, mit was für Personen hat man online zu tun, was ist eigentlich ein Influencer, wie funktioniert so Meinungsbildung, also so im Kontext von Fake News. Und ich versuche da einfach übers Machen, indem die Kinder und Jugendlichen selber versuchen, Inhalte herzustellen, die dazu zu bewegen, dass sie halt letztendlich verstehen, wie wird das gemacht und einen besseren Zugang hinter die Kulissen haben, um einfach eine bessere Nutzungskompetenz zu entwickeln beim Medienkonsum und auch verstehen, wie die ganze Internetwelt funktioniert. Und das funktioniert sehr gut und die Kids nehmen das sehr gut auf und sind da sehr, sehr medienkritisch geworden mittlerweile. Also das finde ich voll gut, dass das sich so entwickelt hat. So. Ja. Das große Ziel ist, eine Medienkonsumkompetenz zu entwickeln. Also ich vergleiche das immer so, auch bei den Kids versuche ich denen das so zu vermitteln mit Ernährung. Also wir sind ja heute in der Ernährungskompetenz super gut entwickelt. Im Normalfall hinterfragen wir halt die Produkte, die wir kaufen. Es gibt Menschengruppen oder Communities, die wollen dann wissen, ist das Fair Trade, wo wurde das hergestellt, haben die Menschen fair gelebt. Andere wollen wissen, ist das Low Carb. Ne? Also wir haben so eine Kompetenz und hinterfragen auch die Unternehmen und wie gehen die mit der Welt um. Aber bei den Medien gibt es das halt letztendlich nie, diese Konsumkompetenz. Und dadurch, dass wir halt Medien fast mehr nutzen, als wir essen, so ist es halt, glaube ich, in meinen Augen dringend notwendig zu verstehen, was sind das künstlerische Handwerk, aber was ist auch das wirtschaftliche Interesse von Leuten. Und das versuche ich halt so jetzt mit den ersten Workshops so ein erstes Fundament im Verständnis zu schaffen. Und erhoffe mir einfach davon, dass dieses Ziel Medienkompetenz sich so erfüllt, dass sie das mit in den Alltag nehmen und durch Beobachtung auch selber lernen, mit wem habe ich es hier im Internet zu tun und das ein bisschen mehr hinterfragen. Aber das ist ein riesen Themenfeld und ich denke, bisher konnte ich so gute Basis vermitteln, aber das ist eigentlich was auch in die Schule dauerhaft gehört. So. Ja. Weil wir halt tagtäglich Medien nutzen, ohne eigentlich zu hinterfragen, was wir da konsumieren. Was so wichtig daran ist, ist zu verstehen, was das mit einem macht und mit wem man da zu tun hat. Und ich schätze Medienkompetenz als neben finanzieller Bildung so als eine der Zukunftskompetenzen ein, die jeder Mensch braucht, um überhaupt in der Lage zu sein, mit dieser Masse an digitalen Leben und analogen Leben umzugehen.